Hallöchen und herzlich willkommen zu Trikottausch Folge Nummer 10. So, wenn ich mir jetzt für das nächste Mal muss ich mir noch einen Daumen wachsen lassen. Mein Name ist Dominik, das ist Jan. Wir sind immer noch bei OneFootball. Wir sind immer noch hier im privaten Rahmen unterwegs und mittlerweile ist mir aufgefallen, irgendwie tragen wir doch mehr oder weniger immer mal wieder. Geht jetzt immer so ein bisschen hin und her, ne? Letzte Ja, Woche war ich das mit dem OneFootball-Shirt, die Woche davor du, heute wieder du. ja. Ähm, Wir kriegen hierfür aber kein Geld, falls das irgendwie gedacht wurde, dass wir hier irgendwie von OneFootball ausgestattet werden. nur diese unfassbare Menge, die YouTube uns natürlich ausschüttet. Selbstverständlich. Genau. Bevor wir heute über die Drittligatrikots sprechen wollen, haben wir natürlich noch eine Kleinigkeit aufzulösen, beziehungsweise in dem Fall ja Jan. Ja, das Dortmunder Trikot hier. Ich hab schon eine Weile gegrübelt. Ich hätte es so vom Zeitraum wegen Ausstatter und Sponsor irgendwo zwischen 2000 und 2005 eingeordnet. Und dann hast du so ganz Ja. beiläufig eben in der Vorproduktion noch so einen Major-Hint gedroppt und deswegen bin ich jetzt beim Heimtrikot 2003, 2004. Ja, leider absolut richtig. Die einen sagen, ich habe was fallen gelassen, die anderen würden sagen, CIA-Methoden, Polizeistaat. Vollkommen richtig. Es ist die Saison 2003, 2004, das Heimtrikot. Man muss dazu sagen, ja, Eon Goal, das war eine relativ erfolgreiche Kombi für die Dortmunder. Und Fun Fact, das war mein erster Stadionbesuch in Dortmund. Es war knallerheiß. Es war Anfang August. Man sah zwar ein sehr, sehr gutes Spiel. Gerade ein Doppelpack auch von Thomas Rositzky, ein 4:0 gegen den VfL Wolfsburg, aber ich werde auch die Szene nie vergessen als Neunjähriger, wie selbst die Feuerwehr anrückte und die Südtribüne teilweise wirklich mit einem Feuerwehrschlauch abgespritzt hat, weil es dermaßen heiß war. Und das war auch komischerweise, gab es keine richtigen Trinkpausen. Also die Spieler haben nur immer so komische Trinkpäckchen aufs Feld geworfen bekommen. Aber Das ist tatsächlich eher so eine Sache, die in den letzten Jahren aufgekommen ist, ne, mit den Mhm. Trinkpausen. Na gut. Genau. So kann man natürlich zumindest auch den Fans eine Abkühlung verschaffen. Mhm. Dominik hat das eben schon angekündigt. Wir wollen heute über die Drittligatrikots sprechen. Die Szenerie kündigt es auch schon an. Ne? Wir haben mit 1860, mit Braunschweig und neuerdings ja auch Dortmund, nämlich der zweiten Mannschaft, hier 3 Drittligisten als Deko im Hintergrund. Und tatsächlich wollen wir mit einem Verein anfangen, der jetzt hier nicht vertreten ist, aber der auch schon jahrelange Erfahrung mit der dritten Liga hat, nämlich mit Kaiserslautern. Vollkommen richtig. Und zwar, wir machen es so ein bisschen wie bei Fortuna Düsseldorf. Die eingefleischten Fortuna-Fans werden sich daran erinnern. Das hier ist das Heimtrikot von Lautern. Sehr langweilig. Danke. Und wir kommen in dem Fall lieber zu den beiden anderen Trikots, Auswärts und Third, wie es heutzutage neudeutsch heißt. Die gefallen mir wesentlich besser. Es ist zwar ein vergleichsweise leichtes und einfaches Nike-Template, was da auch die Lauterer bekommen haben, aber es kann schon eine Menge ausmachen, gerade bei einem Auswärtsshirt, wenn man einfach sagt, man nimmt die Ärmel, man macht farbliche Akzente rein, die jetzt leider durch dieses super gelbe Lotto-Emblem natürlich auch teilweise wirklich komplett zerstört werden. Aber ich finde die Idee nicht schlecht, dass man wirklich auf einzelne leichte Akzente setzt und dementsprechend relativ schönes, schlichtes, weil einfaches Auswärtstrikot mit ein paar Farbakzenten hat, garniert. Ist ja grundsätzlich ist genau das gleiche Template wie bei Heidenheim, bei denen Ja. ich letztens noch gemeckert hatte, aber ich muss auch schon sagen, dass es in der Farbkombination mit Weiß, Rot und Schwarz, finde ich schon, dass es auch besser funktioniert. Es wirkt doch ein bisschen edler dann noch mit dem gelb güldenen Seitenstreifen. Genau. Und zum Third, das kann man ja kurz zum Abschluss noch sagen, wie du es, glaube ich, letzte Folge auch schon mal gesagt hast, Blackout geht eigentlich irgendwie Geht immer. immer, ja. Wir kommen es ist vielleicht eine Art Heimatverein, mehr oder weniger zu den Braunschweigern und wir greifen das Thema Blackout auch gerne hier nochmal auf, denn die Braunschweiger haben es mittlerweile verstanden, ein drittes Trikot rauszubringen, was eben nicht mit dieser aus meiner Sicht nicht so gelungenen Farbkombination Gelb und Blau besteht und dementsprechend hast du hier ein schickes Trikot, was die Braunschweiger, glaube ich, mittlerweile auch absichtlich öfter tragen, weil ich denke, das wird sich teilweise ein bisschen mehr verkaufen. Also grundsätzlich muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde Gelb-Blau finde ich jetzt gar nicht so verkehrt. Schweden sieht auch mal ganz schick aus, finde Ja, ich. Oder der SV Blau-Gelb, das war auch schon mal in unseren Kommentaren, ja, war es stimmt. auch schon mal, war es auch schon mal Thema. Aber grundsätzlich muss ich dir auch zustimmen, dass das jetzt von dir angesprochene dritte Trikot, das macht schon mehr her. Eben waren wir bei den Löwen, jetzt geht es mit den Zebras weiter und man könnte meinen, es ist wie so ein Spaziergang durch ein Zoo. Doch tatsächlich sind es einfach nur die Duisburger, die Vollkommen jetzt drankommen. richtig. Genau. Und das finde ich eigentlich wiederum gut, die Zebras bleiben sich treu.
Man hat einen vernünftigen Streifenlook, der wird, wie du Adlerauge sozusagen schon beobachtet hast, nach unten hin immer dünner. Aber, und das schätze ich zum Beispiel an den Duisburgern, sie haben immer diesen Wiedererkennungswert. Du weißt genau, egal in welcher Liga, das sind die Duisburger. Und deswegen bin ich für solche ikonischen Trikotstile, dass die auch entsprechend durchgezogen werden, immer zu haben. Ja, also finde ich auch in der Hinsicht schön, als dass man dann eben wirklich seinem Spitznamen ja treu bleibt. Und man bekommt ja auch eine gewisse Variation rein, indem man eben die Streifen ein bisschen dünner macht. Auch davon unabhängig, der Sponsor passt auch super gut dazu. Mhm. Also es wirkt auch sehr harmonisch, ja. Und was ich ansonsten noch ganz interessant finde, ist der Ausstatter, denn das ist Capelli, Mhm. eine Marke, die jetzt so wahrscheinlich dem gemeinen Fußballfan, ohne jetzt böse was unterstellen zu wollen, aber tendenziell wahrscheinlich eher nichts sagt. Mhm. Denn den kennt man in Deutschland eigentlich nur aus der dritten Liga oder aus den Regionalligen. Aber tatsächlich ist Capelli in der dritten Liga der Ausstatter, der die meisten Vereine ausstattet und in Duisburg sogar besonders groß eingestiegen ist, nämlich als Anteilshaber. Mhm. Und grundsätzlich finde ich, machen die eine ganz gute Arbeit. Also können wir gerne häufiger auch mal höherklassig sehen. Fun Fact tatsächlich, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob du das noch gesagt hast, Capelli ist nicht italienisch, sondern kommt aus den USA. Damit sind wir schon im sehr hohen, leicht westlichen Norden angelangt, und zwar in Meppen im Emsland. Und da schauen wir uns das Auswärtstrikot an. Und um mal eine Mini-Überleitung von den Lauterern zu den Meppenern zu schlagen, das gleiche Template, aber eine Farbe weniger. Und auch das sieht sehr schick aus und erinnert vielleicht einige Mainzer-Fans an, ich glaube, es ist das Ausweichtrikot von 2006, 2007 mit diesem schwarzen und goldenen Akzenten dazu. Ist mir direkt jetzt am ersten Spieltag aufgefallen bei den Mapnern. Zack, Flashback, so ist das, wenn man ein Problem mit Trikots hat. Ich finde auf jeden Fall auch, dass es super edel aussieht. Also ich meine, da hat ja auch wirklich das Logos, also das Vereinswappen ist eingefärbt, das Sponsorenwappen ist eingefärbt mit diesem güldenen Ton. Das Einzige, was nicht ganz reinpasst, ist das Nike-Logo, warum auch immer das nicht eingefärbt wurde, wenn sogar der Sponsor mitgemacht hat. Aber insgesamt also Schwarz-Gold, wir hatten es in der Vorsaison schon ein paar Mal, wir hatten es auch zu Saisonbeginn jetzt schon das ein oder andere Mal. Es sieht halt einfach super edel aus und das ist egal, ob das in Amsterdam, Barcelona oder eben in Meppen ist. Das ist genau der Punkt, glaube ich. Wenn du Barcelona bist, kriegst du auch das Wappen bzw. das Sponsorenlogo eingefärbt. Optisch waren wir eben schon mal so ein bisschen bei Barcelona, Amsterdam und Co. Und tatsächlich hat man das Gefühl, dass die große Fußballwelt wirklich in Meppen dieses Jahr zu Hause ist. Denn das Pokaltrikot, das erinnert zumindest mich persönlich so sehr an das, was Nigeria 2018 bei der Weltmeisterschaft getragen hat. Und das ist ja komplett durch die Decke gegangen. Das hat ja auch Nicht-Fußballfans sowas von begeistert. Das war ein absoluter Verkaufsschlager. Und also ich glaube nicht, dass Meppen so krass durch die Decke gehen wird. Dafür ist die Bühne wahrscheinlich nicht groß genug. Wir geben euch hier gerade sehr groß die Bühne. Wir versuchen es, genau. Ja. Aber also der Look funktioniert auch bei Meppen sehr gut, finde ich. Absolut. Also ein richtig schickes Ding. Man muss auch jetzt nochmal kurz auf das, finde ich zumindest, auf das Wappen mit eingehen, weil Meppen einfach ein richtig schönes Wappen hat und dazu dann dieses, ja, sagen wir mal in diesem Fall nigerianische Muster. Richtig schön umgesetzt mit den Vereinsfarben, in sich stimmig, ruhig und einfach ein richtig schickes Teil. Fast schon schade, dass ich weiß gar nicht, ob ich es gerade eben eingangs gesagt habe, es ist das Pokaltrikot, dass sie es wahrscheinlich nur einmal tragen werden, weil sie halt hoffentlich in der ersten Runde gegen Hertha rauslegen. In der ersten Pokalrunde kommt also Berlin, Hertha, nach Meppen, aber jetzt kommt erstmal Berlin zu uns, nämlich Viktoria Berlin, der Neuling in der dritten Liga. Genau, und die haben aus meiner Sicht ein wunderschönes Heimtrikot für diese Saison bekommen. Erinnert durch den italienischen Capelli-Sponsor, der ja eigentlich amerikanisch ist, trotzdem extrem an Lazio Rom durch dieses Himmelblau. Du hattest es ja vorher schon mal gesagt, dass Viktoria Berlin eigentlich eher so als Himmelblau auch oft unterwegs sind. Und diesmal haben sie gesagt, man nimmt auch noch den oberen Querstreifen und verweist damit quasi auf das Logo und zoomt einfach nur extrem rein. Und das an sich kann schon einen richtig schönen Look ergeben. Kann auch schief laufen, wie zum Beispiel beim VfL Wolfsburg. Vorne am Stadion haben sie dieses fette X genommen, was zufälligerweise auch auf den Trikots dann irgendwann stattfand. Ich finde persönlich, Viktoria Berlin hat diese ganze Angelegenheit auf jeden Fall besser gelöst. Ich finde es in jedem Fall auch schöner als das Wolfsburger X. Finde die Idee auch sehr schön. Im Grunde genommen auch eine sehr angenehm schlichte Umsetzung. Ist ja auch, sind nur 3 Farben, wenn man dann weiß als Farbe zählt.
Und grundsätzlich muss ich aber sagen, ich finde zum Beispiel das, was sie in der Vorsaison als Heimtrikot hatten, das war ein wirklich klassisch hellblaues Trikot mit noch weißen Akzenten, finde ich dann doch ein bisschen schöner, was das neue Trikot jetzt aber auch nicht abwerten soll. Und damit sind wir schon wieder beim Punkt des Fulket-Rankers angelangt und der kommt, wie es die Tradition auch mal wieder möchte, aus England. Ja, und da haben wir uns sogar auch einen unterklassigen Verein rausgesucht, nämlich einen Fan von Nottingham Forest. Und das ist ein kompletter Look, ne? Also Trikot, Hose, Stutzen, Oh ja. sogar Schienbeinschoner drunter. Schienbeinschoner. Ja, und das noch im Stadion, also boah, 10 von 10, oder? Ja, ja. Damit sind wir bei der Storytime angelangt und auch wenn du es jetzt nicht gerne hören möchtest, aber wir kommen anscheinend wieder zu einem Verein, der die Unterklassigkeit gerade verlassen hat. Ja, und zwar zu dem Zeitpunkt dieses Trikots. Und zwar geht es ganz offensichtlich um ein Hertha-Trikot. Und die von dir angesprochene Saison ist dann nämlich 2013, 2014, als Hertha gerade wieder in die Bundesliga zurückgekehrt ist. Und dann eben das schöne Exemplar hier als Auswärtstrikot vorgestellt hat. Und klar, man war gerade erst aus der zweiten Liga wieder hochgekommen, aber man dachte sich, hey, so eine Hommage an die guten alten Zeiten wäre doch auch mal wieder ganz schön. Und da hat man sich gedacht, nehmen wir doch mal eines unserer sehr erfolgreichen Trikots als Vorlage. Und zwar ist das Trikot nämlich an die für Hertha doch relativ sensationelle Saison 99-2000 angelehnt, als Hertha in der Champions League unterwegs war und unter anderem gegen Barca, Milan und auch Chelsea bestanden hat. Und seinerzeit war eben diese Farbkombination Vorlage oder war eben für das Auswärtstrikot in Verwendung. Und das wiederum fanden die Verantwortlichen dann so schön, dass es nicht nur 2013-14 als Auswärtstrikot genommen haben, sondern im Jahr darauf auch nochmal als drittes Trikot. Ich hatte aber gleich schon in der ersten Saison zugeschlagen und habe mir das dann noch beflocken lassen, nämlich mit Hajime Hosogai. Was für eine Ansage gleich zu machen, nachdem man aufgestiegen ist und dann direkt sagen, hey, Champions League, da war doch was. Aber trotzdem coole Idee und auch extrem farbenfroh für die sonst ja teilweise ein bisschen biedere Hertha, was Trikots anbelangt. Damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Episode angelangt, zumindest beinahe, denn da wartet ihr jetzt noch das Quiz und derjenige, der die Storytime vorträgt, ist ja auch am Ende der große Quizmaster. Das bin ich? Ja! Ja, cool. Da liegt ja auch schon das Trikot, was ich mitgebracht habe, in meiner eigenen Wohnung. Ja, das ist ja ein Witz. Das ist ja ein Witz. Ich dachte mir, die sind immer gleich. Richtig, machen wir was sehr Schweres. Ach, komm. Und als kleinen Tipp zeige ich mal noch die Rückseite mit dem Hinweis, dass ich den Vlog nicht habe nachträglich raufmachen lassen. Das heißt, der Herr hat zu der Zeit tatsächlich auch dort mit der Nummer gespielt. Ja, bei Dominik rattert es jetzt schon. Also es gibt ja wirklich wenige Vereine, die so ideenlos, sage ich mal, im Design sind. Man könnte auch traditionsbewusst oder sagen. Traditionsbewusst, aber für ein Quiz ist natürlich der ultimative miese Move. Ja, okay. Wir werden, Ja. also Gott. Also Dominik hat zu kauen. Ja. Ihr da draußen auch. Schreibt uns in die Kommentare, wenn ihr eine Vermutung habt, welches Trikot das genau sein könnte. Also vor allem die Saison ist in dem Fall ja interessant. Lasst uns gerne auch wieder Bilder für den Fulket Ranker zukommen. Ihr habt ja gesehen, wir haben uns wieder auf Instagram bedienen müssen. Ansonsten, wir freuen uns auch über jegliche andere Form der Interaktion. Ne? Absolut. Und ansonsten war es das für heute von der 10. Folge. Wir bedanken uns für euer Interesse und dann war es das für heute. Bis dann. Tschüss.